Und damit nochmals ein herzliches Willkommen heute Mittag, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Samsung Smartphone und vor allem ein herzliches Willkommen Samsung Galaxy Z Fold 5. Das wäre das dritte Gerät, was ich euch heute vorstellen möchte, was auch im Rahmen des Unpacked 2023 Sommer-Herbst-Event von Samsung vorgestellt wurde. Auch in diesem Video möchte ich natürlich euch einige erste Eindrücke zeigen, wie sich das Gerät anfühlt, wie das Gerät aussieht, was die Besonderheiten sind und vor allem auch, wie die Ausstattungsmerkmale sind, aber natürlich auch, und ja, da muss ich auch etwas schlucken, wie die Preise von Samsung für dieses Gerät gestaffelt wurden, beziehungsweise wo der Einstiegspreis liegt. Und da kann ich euch versprechen, ihr braucht eine Menge Geld, deutlich mehr Geld als für ein iPhone 14 Pro, um ja Besitzer eines Galaxy Z Fold 5 zu werden. Wenn auch ihr wissen möchtet, was das Z Fold 5 so kann, dann bleibt gerne dran, schreibt eure Kommentare und Meinungen gerne unterhalb des Videos und dann wünsche ich euch viel Spaß. Die gute Nachricht zuerst, auch bei diesem Modell gibt es eine Vorbestelleraktion. Das heißt, ihr bekommt den doppelten Speicher, wenn ihr ab dem 26. Juli, also jetzt vorbestellt. Und ihr bekommt auch noch maximal 200 € Eintauschprämie, wenn ihr euer altes Smartphone, euer altes Foldable, whatever, bei Samsung in Zahlung gebt. Die schlechte Nachricht, es fängt bei 1.899 € an, dann für die kleine Version mit 256 GB, geht weiter über 2.019 €, geht hin bis zu 2.259 € für die 1 TB Version, die aber momentan, glaube ich, noch nicht in Deutschland gelistet wird, aber generell könnte man diese Version kaufen, das heißt 2.300 € ungefähr sind fällig, wenn man 1 TB Speicher sein eigen nennen möchte. Es ist viel Speicher, es ist aber auch viel Geld. Für 2.300 € könnte ich mir nochmals eine Sony Alpha 7 kaufen. Für 2.300 € könnte ich mir einen verdammt guten Fernseher kaufen. Ja, für 2.300 € könnte ich einen schönen Urlaub machen. Und zwar nicht alleine, sondern mit meiner Familie. Von daher verdammt viel Geld für ein Foldable, für ein Stück Technik, was meiner Meinung nach irgendwo immer noch in den Kinderschuhen steckt. Natürlich ist auch dieses Gerät wieder besser geworden gegenüber des Vorgängers. Die Technik wird ausgereifter, aber man muss fairerweise auch sagen, wir stehen hier immer noch am Anfang. Da, wo Smartphones vor, ich glaube, mittlerweile 15 Jahren, 16 Jahren ihren Fuß gefasst haben, sind wir momentan in Jahr 3, 4, 5. Das heißt, da ist noch viel Spielraum nach oben und dementsprechend teuer muss man natürlich auch diese Technologie bezahlen. Bei den Farben und auch beim Material sieht es ähnlich aus wie beim Z Flip 5. Das heißt, es gibt Farben, die sind überall verfügbar, egal ob Mediamarkt, Amazon, Saturn, ja, natürlich auch im Samsung eigenen Store, aber es gibt natürlich auch wieder Samsung-exklusive Farben, die nur im Samsung Store erhältlich sind. Das, was überall erhältlich ist, wird schwarz, creamy, also so ein Beige-Ton sein und Icy Blue. Was im Samsung eigenen Store vorbehalten ist, es sind die Farben Blau und Grau und auch in diesem Falle besteht das Gehäuse wieder aus Armor Aluminium. Das heißt eine gehärtete Aluminiumversion, um natürlich auch das Gewicht etwas zu drücken. Und das Außendisplay, was in diesem Falle ja, ich glaube 6,2 Zoll groß wiederum ist, wird geschützt durch Gorilla Glass Victus 2, also eines der härtesten Gläser, was in diesem Falle zum Einsatz kommen kann. Wenn man sich das Gehäuse anschaut, wird man auf den schnellen Blick erstmal keine Änderung feststellen. Wenn man etwas genauer schaut oder den zweiten Blick etwas länger auf dem Gerät ruhen lässt, wird man so ein, zwei kleine Änderungen feststellen können. Änderung Nummer 1 auf der Rückseite zu finden, neben den Hauptkameras, der Blitz, der ist nicht mehr, ich glaube, unterhalb der Kameras positioniert, sondern jetzt oben mittig des Gerätes. Änderung Nummer 2, das Ganze ist dünner geworden. Jetzt haben wir nur noch 13,4 mm in der Gesamtdicke, vorher waren es 15,8 mm. Ist für eine Generation schon wirklich verdammt viel. Das Ganze nochmal um 2,4 mm dünner zu machen, vor allem mit dem Hintergrund, dass ein gleich großer Akku auch zum Einsatz kommt. Hintergrund dahingehend besteht natürlich wie beim Z Flip 5 darin, dass der Gap verschwunden ist. Das heißt, diese Spalte, wo man immer wieder reingeguckt hat, was nicht wirklich schön aussah, das heißt, die Spalte ist komplett verschwunden. Auch das Z Fold 5 schließt komplett bündig mit dem Innendisplay ab. Das heißt 13,4 mm für eine Generation vom Fold 4 auf das Fold 5 ist wirklich technisch gesehen verdammt viel, obwohl das Gerät natürlich aufgrund der Generation, aufgrund einer Generation weiter auch deutlich besser geworden ist. Innen haben wir wieder ein 7,6 Zoll großes QXGA Plus Display, bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und bis zu 1750 Nit Helligkeit im Boost-Modus. Das heißt, dieses Teil werdet ihr definitiv auch unter direkter Sonneneinstrahlung absolut genial
ablesen können. Außendisplay 6,2 Zoll HD Plus Auflösung. Ja, wie der Vorgänger auch. Das ist jetzt, obwohl es durch Gorilla Glass Victus 2 geschützt wird, kein besonders guter Wert. Ich hätte mir da auch etwas mehr gewünscht. Es ist aber dennoch nochmals etwas besser geworden. Also es wird von der Farbdarstellung etwas besser sein, es wird von der Helligkeit etwas besser sein, es wird besser geschützt. Und ja, es ist kein wirklicher Gamechanger, muss man sagen. Das, was sich tatsächlich hinsichtlich Display etwas fortschrittlicher gestaltet, ist natürlich das Innendisplay, weil es komplett plan zugemacht werden kann, weil es eine extrem hohe Helligkeit besitzt, weil es eine sehr gute Auflösung besitzt, weil es wirklich sehr dünne Gehäuseränder besitzt. Das ist tatsächlich besser geworden. Allerdings ist meiner Meinung nach der Step vom Flip 4 auf das Flip 5 gegenüber des Fold 4 zum Fold 5 fällt da etwas geringer aus. Was ich eben aber auch schon angesprochen habe, ist natürlich das Material, was zum Einsatz kommt, nämlich ein gehärtetes Aluminium, was auch dafür sorgt, unter anderem dafür sorgt, dass das Gewicht nochmals geringer wurde. Das heißt, es ist 10 Gramm leichter geworden. Das sind so rund 5%, würde ich sagen. Und das Ganze wiegt jetzt noch um die 250 Gramm. 250 Gramm ist immer noch viel. Klappt man das allerdings auf, hat man ein kleines Tablet von 7,6 Zoll und vergleicht man das zum Beispiel mit einem iPhone 14 Pro Max, wirken diese 250 Gramm oder roundabout 250 Gramm auch gar nicht mehr so schwer. Bei der Performance, auch dem Akku, hat sich natürlich auch hier wieder ein bisschen was getan. Wir haben den Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, auch hier wieder etwas optimierter, ich glaube auch hier wieder etwas übertakteter. Interner Speicher von 256 über 512 für Deutschland bis zu einem Terabyte und 12 GB Arbeitsspeicher haben wir dabei. Der Arbeitsspeicher ist natürlich DDR5 und der Akku beträgt auch hier wieder 4400 mAh, genauso wie im Fold 4. Allerdings ist das Gerät auch etwas kleiner geworden. Das muss man auch berücksichtigen, das ist wirklich gut. Was es auch gibt, ist ein vergrößerter Vapor Chamber. Das ist eine Art Wärmeleitplatte, wo durch Verdunstung eben Wärme abgeführt wird. Die ist jetzt nochmal 38% größer geworden, was bedeutet, dass das Gerät effizienter gekühlt werden kann, was bedeutet, dass es nicht mehr ganz so warm wird beim Laden, was bedeutet, dass es auch beim Zocken oder beim Videoschauen nicht mehr so warm wird wie ein Fold 4. Das sind jetzt nur so Kleinigkeiten, die man ja möglicherweise auch gerne übersieht. Allerdings ist das ein großer Schritt, um das Gerät noch effizienter zu machen, vor allem auch im Bereich Multitasking, wo man wirklich richtig Performance abrufen möchte. Kommen wir damit auch schon zu den Kameras und da muss ich tatsächlich mehrmals auf meinen Spickzettel schauen, weil es gibt insgesamt 5 Kameras. Auf der Rückseite die Hauptkameras, also die im Aluminiumgehäuse sitzen, sind 50 plus 12 plus 10 Megapixel. 50 ist die Weitwinkelkamera, optisch stabilisiert, lichtstarke f1.8 Blende. 12 Megapixel ist die Ultraweitwinkelkamera, 10 Megapixel ist die Telekamera, ebenfalls optisch stabilisiert und mit einem Dreifach-Zoom. Das heißt, ihr werdet mit diesem Gerät wirklich sehr gute Fotos, definitiv richtig gute Fotos schießen können. Nicht auf einem S23 Ultra Niveau, das ist tatsächlich nur der S23 Ultra-Serie vorbehalten oder dem Modell vorbehalten, aber ihr werdet definitiv auf Fotos auf einem Niveau von einem iPhone 14 Pro definitiv schießen können. Es gibt eine 10 Megapixel Frontkamera, wenn das Ganze zugeklappt ist. Das heißt dort, wo auch das 6,2 Zoll große Full HD oder HD Plus Display ist. Also das Außendisplay, was mit Gorilla Glass Victus geschützt wird. Und klappt man das Ganze auf, hat man dann nochmals eine Kamera, nämlich eine 4 Megapixel Frontkamera für Videotelefonie. Dafür absolut ausreichend, nicht zum Fotografieren gedacht, weil dafür hat man eigentlich zu viele andere Kameras. Und wenn man vom Fotografieren spricht, habt ihr natürlich auch Dutzende Möglichkeiten. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, bei einem aktiven Foto oder in einem Videovorgang auf die Außenkamera, auf die Hauptkamera zuzugreifen und euch das Ganze über das Vorschau-Display des 6,2 Zoll großen Displays anzuschauen, beziehungsweise habt theoretisch nochmals ein Kontrolldisplay über das 7,6 Zoll große Display. Das heißt, das, was die Hauptkamera einfängt, mit den 50 Megapixeln seht ihr auf beiden Displays. Außenseite, Innenseite. Ihr habt aber auch, wie gesagt, die Möglichkeit, wie ein ganz normales Smartphone das Gerät zu nutzen und dann über die 10 Megapixel Frontkamera eben Bilder zu knipsen. Da braucht man Fantasie, da kann man seiner Fantasie wirklich voll freien Lauf lassen und ich denke aber auch, dass die Bilder hier wirklich verdammt gut sein werden. Letzter Punkt, Software und auch Zubehör und da hat sich natürlich auch wieder einiges getan. Wenn man schon jahrelanger Nutzer einer Fold-Generation ist oder auch von Samsung Tablets ist,
wird man da feststellen, ja, da hat sich was getan. Der Sprung ist aber auch jetzt nicht so riesengroß, war auch von 50, 60 oder 70%. Aber im Kleinen ist natürlich auch nochmals das Multitasking verbessert worden. Ihr habt die Möglichkeit, wirklich sehr elegant mit mehreren Windows, mit mehreren Fenstern auf der Oberfläche zu arbeiten. Bis zu 4 Fenster könnt ihr in die Ecken pinnen, um dort wirklich absolut geniales Multitasking auszuführen. Und ihr habt natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, einen S-Pen zu nutzen, nämlich S-Pen Fold Edition. Und wenn man über S-Pen spricht, gibt es im Grunde genommen nur 2 Geräte, nämlich Fold, was mit einem S-Pen genutzt werden kann, also im Bereich der Foldables bzw. Smartphones, und auch das Samsung Galaxy S23 Ultra. Das heißt, für das Fold gibt es eine spezielle S-Pen-Version, und wenn man diese S-Pen-Version dauerhaft mitnutzen oder mitnehmen möchte, gibt es da ein entsprechendes Cover für, nämlich das S-Pen Fold Cover, was in diesen Jahren nochmals deutlich dünner geworden ist, nämlich um 40% dünner. Das heißt, das Teil ist nur noch so insgesamt 4,3 mm dick. Der S-Pen wird hinten eingeklickt, ihr habt den immer dabei und dementsprechend ein kleines Tablet dabei, ein kleines Tablet, ein kleines Note-Heft dabei, wie das damals bei der Note-Serie auch war, um Zeichnungen zu machen, um irgendwelche Scribbles zu machen, um Schnellnotizen zu machen. Das, was man eben auch vom S23 Ultra kennt, beziehungsweise auch von den Samsung Tablets. Wenn man sich das Z Fold 5 also nochmals abschließend anschaut, dann ist das ein sehr schönes Update, aber nicht wirklich ein Upgrade. Es ist in jedem Bereich etwas verbessert worden. Vapor Chamber ist größer geworden, das heißt diese Kühlplatte. Wir haben einen besseren Prozessor, wir haben ein dünneres S-Pen Fold Cover, wir haben ein herausragendes Kamera-Setup in diesem Jahre wieder. Was aber vom Design wirklich auffällt, wir haben diesen Gap nicht mehr. Das In-Display schließt jetzt plan zu und die Gehäusedicke ist mit, was habe ich eben gesagt, 13, irgendwas Millimeter nochmals deutlich dünner geworden. 13,4 mm waren das, glaube ich, deutlich dünner geworden als gegenüber der Vorgängerversion. Das heißt, wenn man das Teil in die Hosentasche steckt, ist das immer noch dick, aber nicht mehr so dick wie beim Fold 4, Fold 3 oder Fold der zweiten Generation. Das war's mit meinem ersten Eindruck, mit meinem ersten Hands-on. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch die anderen Videos, Galaxy Watch 6, Galaxy Z Flip 5, und schaltet natürlich auch bei den zukünftigen Videos ein. Bis dahin, macht's gut und ciao.